Okay. So this evening we have a little time to talk about a book that came out about a month ago called Longing for Limitless Light. Ein bisschen Zeit, um über ein Buch zu sprechen, das ungefähr vor einem Monat rausgekommen ist und den Titel trägt Sehnsucht nach unbegrenztem Licht. This is a book which is essentially on the sutra style of practice. Das ist ein Buch, das im Wesentlichen von einem Praxisstil des Sutra spricht. The sutra is concerned with the union of the deep and the vast. Das Sutra befasst sich mit der Vereinigung von dem Tiefgründigen und dem Weiten, dem Umfassenden. The deep means emptiness. Das Tiefe ist die Leerheit. And the vast is the spreading of compassion through the infinity of emptiness. Das Umfassende oder Weite ist das sich Ausbreiten des Mitgefühls durch die Unendlichkeit der Leerheit. So we are the inheritors of two lineages. Wir erben hier zwei Linien. When we come into Dharma, we have the possibility of joining the lineage of light. Wenn wir in den Dharma eintreten, dann haben wir die Möglichkeit, die Übertragungslinie des Lichts uns anzuschließen. This light has always been shining. Und dieses Licht hat schon immer gestrahlt. But of course, where there is light, there is often shadow. Aber natürlich, da wo es Licht gibt, gibt es oft auch einen Schatten. So shadow is the place of samsara. Und dieser Schatten, das ist der Ort des Samsara. In samsara, we find that we have our back to the light. Und im Samsara finden wir heraus, dass wir dem Licht den Rücken zugekehrt haben, And so our own shadow stretches out in front of us. sodass sich unser eigener Schatten vor uns ausbreitet. So all the different styles of practice. So the shadow spreads out in front of us. Also dieser Schatten, der breitet sich vor uns aus. And this gives rise to our experience of the world of solid phenomena. Und dies lässt unsere Erfahrung von festen Erscheinungen, Phänomenen aufkommen. And all the different kinds of Dharma practices are designed to turn us away from the dark and towards the light. Und alle diese verschiedenen Praxisstile des Dharma haben die Funktion, uns von dem Dunklen abzuwenden und uns gegen dem Licht oder gegen das Licht hinzuwenden. So this book offers many different practices which can help this. Und dieses Buch bietet viele verschiedene Praktiken an, die hier hilfreich sein können. It begins in the usual way with Refuge and Bodhichitta. Und das beginnt in der üblichen Art und Weise mit Zufluchtnahme und Entwicklung von Bodhichitta. We take refuge because we are lost. Wir nehmen Zuflucht, weil wir verloren gegangen sind. We need to have some sight of security that we can turn to in the face of all the many events that happen in our lives. Wir brauchen einen Ort von Sicherheit, an den wir uns wenden können, zu dem wir uns begeben können im Angesicht all der vielen Ereignisse unseres Lebens. And we develop a bodhicitta or the mind of enlightenment as the means to open our heart to the condition of others.
Und wir entwickeln unser Bodhichitta oder unseren Geist der Erleuchtung als ein Mittel, uns auch gegenüber den Seinsbedingungen von anderen zu öffnen. When we live in the small world of our own shadow, we are concerned primarily with what happens to us. Are we getting what we want? Can we avoid what we don't want? Wenn wir in dem kleinen Raum unseres eigenen Schattens leben, dann sind wir primär mit unseren eigenen Bedürfnissen befasst. Bekommen wir denn all das, was wir gerne hätten? Können wir all das, was wir gerne vermeiden würden, auch gerne vermeiden? So, developing kindness or compassion, a genuine consideration for others is both something virtuous in itself and a means of opening up the arena of our vision. Und Güte, Freundlichkeit und Mitgefühl gegenüber anderen zu entwickeln, ist einerseits natürlich etwas in sich oder an sich Tugendhaftes, Verdienstvolles, aber gleichzeitig hat es die Funktion, auch die Perspektive oder die Arena unserer eigenen Sicht zu öffnen. When we think of the situation of others, some people have happier lives than us, some people have more difficult or miserable lives than us. Wenn wir über die Situation anderer nachdenken, dann sehen wir, dass manche Leute ein etwas glücklicheres Leben führen als wir, aber andere auch wiederum ein unglücklicheres Leben führen als wir selbst. Then we introduce more flavors into our range of experience. Und dann können wir mehr verschiedene Geschmäcker in den Bereich unserer eigenen Erfahrungen einführen. We, by valuing and honoring the experience of other people, it introduces more complexity into our lives. Indem wir die Erfahrung anderer Menschen mehr wertschätzen und würdigen, führt dies auch zu einer Würdigung von mehr Komplexität in unserem eigenen Leben. This complexity is a defense against the sealing into ourselves, the collapsing of our focus into our own immediate concerns. Und diese Komplexität ist gleichzeitig auch eine Art Verteidigung gegen die Tendenz, sich selbst gewissermaßen einzuschließen, einzusiegeln in lediglich den eigenen Belangen. So then the text, the book itself has many different chapters with different orientations. Dieses Buch hat verschiedene Kapitel mit vielen verschiedenen Orientierungen. So, the next stage is to develop merit, the accumulation of merit. Die nächste Stufe hier ist dann die Entwicklung von Verdienst oder die Anhäufung von Verdienst. Merit is the kind of bonus or the profit that comes from virtuous activity. Und Verdienst oder dergleichen ist eine Art Bonus oder sozusagen das Extra, das wir bekommen durch die Entwicklung dieser tugendhaften Aktivität. In a sense, it's a way of thinking about positive karma. In einer gewissen Weise ist das wie das Denken über positives Karma. The general teaching on karma says that when you act on the world, if you have a negative intention, eventually you get the negative outcome. If you have a positive intention, eventually you get a positive outcome. Die allgemeine Lehre vom Karma sagt, dass wenn du sozusagen in der Welt wirkst, wenn du das mit einer positiven Intention, einer positiven Absicht tust, du dann auch schlussendlich jedenfalls auch positive Resultate bekommen wirst. Und wenn du mit einer negativen Intention handelst, dann wirst du schlussendlich jedenfalls auch negative Resultate erhalten.
So this gives us the sense that the immediacy of an action has a reverberation or an energetic formation which can manifest in later time. Das gibt uns ein Gefühl dafür, dass die energetische Formation, die da eine Handlung darstellt, gewissermaßen so etwas wie einen Widerhall, eine Schwingung, eine Resonanz weckt, die Resultate in späteren Zeiten manifestieren kann. Oh, this is when it's concerned with this positive energy. It gets called a merit, and it becomes a force or a potential which we can direct. Wenn wir also von der positiven Energie sprechen, dann ist es eine Art Verdienst oder Kraft, die sozusagen eine gewisse Ausrichtung, für eine gewisse Ausrichtung verfügbar wird. We can direct it towards our own benefit or towards the benefit of all beings. Und wir können diese Ausrichtung für unseren eigenen Nutzen vornehmen, wir können sie aber auch gebrauchen für das Wohl aller Wesen. And there is a basic principle of spiritual mathematics here. Und hier wirkt ein grundlegendes Prinzip von so etwas, was man spirituelle Mathematik nennen könnte. That if you share what you've got, you get more. Und zwar, wenn du teilst, was du bekommen hast, dann wirst du mehr bekommen. And if you hang on to what you have and keep it just for yourself, you get less. Und wenn du aber an dem, was du bekommen hast, hängst und versuchst, es nur für dich selbst zu behalten, dann wirst du weniger bekommen. So by sharing the merit out with other people, we set in motion a process of linking and connectivity, which allows more and more beneficial, enlivening winds to blow across the land. Und wenn wir aber also unser Verdienst mit anderen teilen, dann bringen wir sozusagen hier eine Bewegung zustande oder setzen eine Bewegung in Gang, die dazu führt, dass wir mehr Verbundenheit, mehr Verbindung zu anderen haben, und das lässt einen positiveren, einen nützlicheren Wind durch die Lande blasen. So we make our confession as a way also of generating merit. Und darin eingeschlossen ist auch unser Bekennen als eine Form des Erschaffens von Verdienst. Because a big cause of demerit or limitation or negativity. Denn eine starke Ursache für Verlust von Verdienst oder von negativer Aktivität is to over-identify with a particular definition of yourself. Besteht darin, sich mit irgendeiner bestimmten Definition unserer selbst übermäßig zu identifizieren. Some people have habits of self-hatred, self-contempt. They might starve themselves, cut themselves, and so on. Manche Leute haben eine Gewohnheit des Selbsthasses oder der Selbstverachtung. Es kann sein, dass sie hungern oder dass sie sich selber schneiden. They might think, I'm worthless, I'm useless. Vielleicht denken sie, ich bin wertlos, ich bin nutzlos. This is an idea. Und das ist nur eine Vorstellung. It is not intrinsic to the mind. Und diese Vorstellung ist dem Geiste nicht innewohnend. It manifests due to causes and conditions according to situations in families and culture. Sie manifestiert sich aufgrund von Ursachen und Bedingungen durch Familienstrukturen oder durch kulturelle Prägung eines Landes.
But as long as we fuse our sense of self into this limiting definition, So, we paralyze ourselves. We limit our capacity to mobilize the widest spectrum of our life potential. solange wir aber uns sozusagen solange wir mit dieser Selbstdefinition verschmelzen, begrenzen wir uns selbst und wir paralysieren oder lähmen uns in unsere Fähigkeit, das weitestmögliche Spektrum von Möglichkeiten in uns wach zu werden zu lassen. So when we confess in front of the Buddhas, we are saying, I have done this and this is not who I really am. Wenn wir also vor den Buddhas ein Bekenntnis leisten, dann sagen wir, ich habe diese, in Klammer auf, negativen Handlung, Klammer zu, begangen, aber das ist nicht, wer ich bin. That is to say that the action, whether it's a mental action of belief or a verbal action of speaking or of embodied physical action, these are all communications of subject and object. Mit anderen Worten drücken wir damit aus, dass die Handlungen, sei es Handlungen des Geistes, die sich in unseren Glaubensvorstellungen äußern, sei es Handlungen der Sprache, die sich in den sprachlichen Akten von uns zeigen, oder auch Handlungen des Körpers, dass all dies lediglich Modi oder Formen der Kommunikation zwischen Subjekt und Objekt sind. These are activities. Oder anders gesprochen, Aktivitäten sind. Activities have a beginning, a middle and an end. Und Aktivitäten haben einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. We maintain our addiction by repetition. Und unsere Sucht wird aber durch Wiederholung aufrechterhalten. If you are a cigarette smoker, one cigarette is never enough. Wenn du zum Beispiel Zigarettenraucher bist, dann ist eine Zigarette niemals genug. So if you hate yourself, one negative thought about how bad you are is never enough. Wenn du dich selber hasst, dann ist ein negativer Gedanke darüber, wie du bist, auch niemals genug. And if you can catch the moment of that activity, then you see, oh, I am making myself bad. Und wenn du diesen Augenblick, diese Aktivität erwischen kannst, dann kannst du erkennen, ich selbst bin derjenige, der mich selbst schlecht macht. And if I become so fused in continuously telling myself who I am, there will be no space for any revelation of the simple actuality of my being. Und wenn ich damit so verschmolzen bin, mir ständig zu sagen, wer ich bin, dann wird es da keinen Raum dafür geben, die Enthüllung der ganz einfachen Tatsächlichkeit der Soheit zu erfahren. So confession is a method of disidentification. Bekennen ist also eine Methode des Entflechtens der Identifizierung, which releases the energy of our potential so that it can be directed towards life-affirming, wisdom-oriented, compassion-oriented activity. Und das setzt sozusagen die Energie frei, die dann erlaubt, dass wir eine Einstellung dem Leben gegenüber entwickeln, die lebensfreundlich, lebensorientiert ist, die auf Weisheit und Entwicklung von Mitgefühl orientiert ist und entsprechende Aktivitäten hervorbringt. And we rejoice in the merit done by other people. Und dann erfreuen wir uns an der Tugend oder dem Verdienst, das durch andere Leute errichtet oder verrichtet worden ist. I want you to be happy. I'm glad that you are producing the causes of happiness.
Ich will, dass du glücklich bist und ich freue mich darüber, dass du in der Lage bist, Ursachen von Glück zu setzen oder zu erzeugen. So when we have a heartfelt celebration of the good aspects of other people's existence, it's a very expansive feeling. Also eine wirklich vom Herzen kommende Würdigung der guten Umstände andere Leute haben können, dann ist das ein sehr, sehr weitendes Empfinden. And this serves to free us from the prison of comparing and contrasting and working out where we are in the hierarchy of value. Und das befreit uns aus dem Gefängnis des Vergleichens und Kontrastierens in diese, um uns selbst in der Hierarchie von Werten einzuordnen. So again, it's about a connectivity. Also hier geht es wiederum um Verbundenheit. And we request the Buddhas to teach. Und dann bitten wir die Buddhas zu lehren. That is to say, I need something from you. Damit sagen wir, ich brauche etwas von dir. I need help. Ich brauche Hilfe. I am not complete. Ich bin nicht vollständig. Now, we probably know about our own ego self that it is a way of considering ourselves as if we were already fully formed. Wir wissen es wahrscheinlich von unserem eigenen Ego selbst, dass dieses eine Form darstellt, sich selbst so zu betrachten, als wären wir schon vollkommen ausgeformt. I am complete in myself. Ich bin in mir selbst vollständig. But when we ask the Buddhas to teach, it's because we realize I have a big lack. Wenn wir aber die Buddhas bitten zu lehren, dann tun wir das, weil wir realisieren, dass wir einen großen Mangel erfahren. I have a lot of feelings and emotions and sensations. Ich habe eine Menge von Gefühlen, Emotionen, Empfindungen. But these are all impermanent. Sie alle sind aber unbeständig. I want to get the permanent happiness of enlightenment, and I don't know where to get it. I don't know how to get it. Ich möchte gerne das beständige Glück der Erleuchtung erfahren, aber ich weiß nicht, wie ich das bekommen kann und wo ich das bekommen kann. So we turn to the Buddha. Und so wenden wir uns an den Buddha. And then we ask the Buddhas not to pass into enlightenment. Dann bitten wir die Buddhas nicht in die Erleuchtung überzugehen. They are already enlightened, but our fear is that they will vanish. Sie sind schon erleuchtet, aber unsere Angst ist, dass sie dann einfach auch verschwinden. We say, don't leave us in this darkness. Und wir sagen, bitte lasst uns nicht alleine in dieser Dunkelheit. You have the light. Ihr habt das Licht. I depend on your light because my light is not very bright. Ich bin von eurem Licht abhängig, denn mein Licht ist nicht sehr strahlend, nicht sehr hell. So this again is a very deep reorienting idea. Und das wiederum ist eine sehr tiefgründige, die Orientierung verändernde Idee. If we think of the different cultures where there is no sense of the Buddha's teaching of wisdom and compassion. Wenn wir da an verschiedene Kulturen denken, wo es keinerlei Sinn dafür gibt, was der Buddha gelehrt hat, oder keinen Sinn für Mitgefühl gibt, Then the concern is usually just to get as much money as possible and power over other people. dann ist unsere einzige Sorge für gewöhnlich, die so viel Geld wie möglich zusammenzutragen und so viel Macht über andere zu erlangen wie möglich. This is the kind of worst self-referential tendency of the ego. Das ist sozusagen der schlimmste Fall einer selbstbezogenen, selbstbezüglichen Tendenz des Ego. So when the Buddha is present in the world, present in our world,
it's like she or he is a kind of reminder that there is more to us than we can see at the moment. Wenn also Buddha in unserem Leben präsent ist, dann ist er oder sie eine Art Erinnerung daran, dass an uns mehr dran ist, als wir im Moment wahrnehmen können. So then we, of course, we dedicate the merit for the benefit of all beings. Und dann widmen wir natürlich das Verdienst für das Wohlergehen aller Wesen. And this so-called seven-branch practice is repeated in many of the texts in this book. Und diese sogenannte Praxis in 7 Zweigen ist in vielen Texten dieses Buches wiederholt. These are all means of coming out of isolation into benign and ethical connectivity. Das alles sind Methoden oder Mittel, um aus der Isolierung herauszutreten und in eine wohlwollende und ethisch geprägte Verbundenheit mit anderen zu treten. Then we have some section on honoring the Buddha, which comes from Shantideva. Dann gibt es da einen Abschnitt über das Ehren des Buddha, das von Shantideva kommt. It's describing the good qualities of the Buddha and how we would like to offer worship by offering food and music and bathing and so on. Beschreibt die guten Qualitäten des Buddha und wie wir sie gerne ehren würden, indem wir verschiedene Dinge wie Nahrung, Musik und so weiter anbieten. And these are very beautiful images. Das sind wunderschöne Bilder. You're saying, I want to be close to you. Wir drücken aus, wir möchten dir nahe sein. If you cook for someone, it's quite intimate. They're going to eat the food you have prepared. Wenn du für jemanden kochst, dann ist das eine sehr intime Geste. Die Leute werden dann das Essen, das du vorbereitet hast, essen. In social life, feeding people is a bonding activity. Im sozialen Leben ist das Nahrung an andere anzubieten eine Aktivität, die soziale Verbundenheit erschafft. Well, there are beautiful descriptions of how we can participate in providing beautiful environments and beautiful experiences for the Buddha. Da gibt es also wunderbare Darstellungen, Beschreibungen, wie wir für den Buddha eben eine wunderschöne Umgebung und wunderschöne Situationen erschaffen können. Now you might think, oh, but this is all just some imagined fantasy. Du könntest natürlich jetzt denken, naja, das sind ja bloß irgendwelche vorgestellten Fantasien. How will it help me with my daily life where there are a lot of real difficulties? Wie soll mir das mit meinem realen Leben helfen, wo es wahre Schwierigkeiten gibt? But what we take to be real life, the precise configurations of getting children to school, getting to work on time and so on. Was wir aber für das reale Leben halten, für die genauen Konfigurationen, Kinder in die Schule zu bringen oder rechtzeitig zur Arbeit zu kommen, These are things we imagine. dann sind das auch Dinge, die wir uns vorstellen. We imagine we should get the children to school. Wir stellen uns vor, wir sollten die Kinder in die Schule bringen. We might think, oh, if I don't do that, we'll get in trouble. Es kann sein, dass du denkst, wenn ich das nicht tue, dann werde ich Schwierigkeiten bekommen. You might imagine that getting trouble from the state is very serious. Du könntest vielleicht die Idee haben, dass Schwierigkeiten mit dem Staat zu bekommen sehr ernsthaft ist. Oh, you could imagine it's not very serious. Du könntest dir aber auch vorstellen, dass es nicht sehr ernsthaft ist. Some people imagine it's very important to get
an injection against the virus, and other people imagine it's something very terrible to get an injection against the virus. Manche Leute stellen sich vor, dass es sehr wichtig ist, eine Impfung gegen das Virus zu bekommen, und andere Leute stellen sich vor, dass es etwas Furchtbares ist, eine solche Impfung zu erhalten. Scientific facts become powerful when people believe in them. Wissenschaftliche Tatsachen werden mächtig, wenn Leute anfangen, sie zu glauben. So belief is important. Natürlich ist Glauben wichtig. Belief is the activating energy of the mind. Der Glaube ist die aktivierende Energie des Geistes. So when we read about the Buddhas and dimension our closeness to them, it creates an imaginal world or a symbolic world. Wenn wir also über die Buddhas lesen und uns unsere Nähe zu ihnen vorstellen, dann erschafft das eine vorgestellte Welt, oder wenn man so sagen will, eine symbolische Welt. And this is again like having a stick. If you have a tent and you put the stick in the middle, you lift the tent up in the air so you can stand inside. Und das ist wie eine Stange zu haben in einem Zelt. Wenn man eine Stange hat in einem Zelt und sie in die Mitte sozusagen hochstellt, hoch errichtet, dann kann man das Zelt aufspannen. You're allowing yourself to entertain a wider view of what is possible. Du gestattest dir selber dann eine weiträumigere Sicht darüber zu entwickeln, was möglich ist. This kind of encounter with possibilities is very important in Buddhism. Und diese Situation, in der du mit Möglichkeiten begegnest, ist aus buddhistischer Sicht sehr wichtig. Because when we think of the 6 realms of samsara, the God realms, the jealous God realms, humans, animals, hungry ghosts, hell realms. Wenn wir nämlich über die 6 Daseinsbereiche des Samsara nachdenken, über die Götterbereiche, die Bereiche der hungrigen Götter, die Bereiche der Menschen, die Bereiche der Tiere, Bereiche der hungrigen Geister und der Höllenwesen. These are ways of saying, don't get so absorbed in the micro details of your daily life. Don't think that what you know about yourself is the whole truth. Und das sind alles Art und Weisen zu sagen, werde nicht so gefangen genommen von dem Nachdenken über diese Mikrowelt deiner eigenen Situation. Glaube nicht, dass das, was du über dich selbst oder über deine Situation weißt, sozusagen die ganze Wahrheit ist. Oh, we have the depth of emptiness and the vastness of compassion. Wir haben also hier die Tiefe der Leerheit und die Weite des Mitgefühls. And then we have the self-enclosure of the ego. Und dann haben wir noch den Eigeneinschluss des Egos. So when we come in contact with the Dharma idea, like the Buddhas being recipients of beautiful garments offered by us. Wenn wir also mit Dharma-Ideen in Kontakt bekommen, also Ideen wie zum Beispiel, dass die Buddha Empfänger von Opfergaben, von wunderschönen Kleidern sind, die wir opfern. We can think, oh, this is stupid. Und dann können wir denken, naja, das ist ja wirklich ein Blödsinn. This doesn't happen. Das geschieht ja gar nicht. I know the truth. Ich weiß, ich kenne die Wahrheit. And that kind of thought simply turns the lock on your own prison tighter and tighter. Und diese Art von Gedanken schraubt sozusagen die Schraube, die dein Gefängnis zuschließt, enger und enger. I'm not interested in fantasy. I want facts. An Fantasievorstellungen bin ich nicht interessiert. Ich brauche Tatsachen. And I am the one that knows what is a fact. Und ich bin derjenige, der weiß, was eine Tatsache ist. I exist. Ich existiere. For the Buddhas, that's not a fact.
Okay, aber für die Buddhas ist das keine Tatsache. That's a fantasy. Das ist eine Fantasievorstellung. It's not a total fantasy. You are here, Das ist natürlich keine totale Fantasie, denn du bist da, not as something reliable that will live forever, aber nicht so zuverlässig, dass wir denken können, wir werden für immer da sein oder leben. but not also as nothing at all. Aber es ist auch keineswegs ein Nichts an sich. You are your experience as it arises in this moment. Du bist deine Erfahrung, wie sie in diesem Augenblick entsteht. And this moment is interpreted or imagined Und dieser Augenblick ist interpretiert oder vorgestellt according to our lineages. With the lineage of obscuration, we interpret in terms of duality and solidity. abhängig von der Linie, in der wir stehen. Wenn wir in der Linie der Verdunklung stehen, dann interpretieren wir eben in Begriffen von Dualität und Festigkeit. And if we open ourselves to the lineage of light, we see that our experience is in ceaseless flow, endlessly changing, interacting. Wenn wir uns aber der Linie des Lichts gegenüber öffnen, dann sehen wir, dass unsere Erfahrung in einem beständigen Fluss befindlich ist, sich stets verändert und immer wechselwirkt. So then we have some ritual for taking refuge and for taking the Bodhisattva vow. Dann gibt es darin ein Ritual, um Zuflucht zu nehmen und um das Bodhisattva-Gelübde auf sich zu nehmen. And this whole book is structured in a form for recitation, whether you recite it with the Tibetan pronunciation or just the English. Das ganze Buch ist strukturiert um die Idee der Rezitation, ganz gleich, ob du es jetzt in Tibetisch rezitierst oder nur in Englisch. It provides the ritual structure to take these the refuge vows and the Bodhisattva vows according to the tradition of Chimedrigsin. Und es besteht sozusagen eine Struktur der Praxis bereit, Zufluchtsgelübde und Bodhicitta-Gelübde, Bodhisattva-Gelübde zu nehmen, gemäß der Tradition von Chimedrigsin. These are ways of establishing our belonging within the within the family of Dharma. Und das sind alles Wege, um unsere Zugehörigkeit zu der Familie des Dharma zu etablieren. Through taking the Bodhisattva vow, we become a child of the Buddha. Indem wir das Bodhisattva-Gelübde auf uns nehmen, wird mit zu einem Kind Buddhas. We take our place inside this family of virtue. Wir nehmen unseren Platz innerhalb dieser Familie der Tugend ein. Because now our life has meaning. Denn unser Leben hat jetzt eine Bedeutung erhalten. I take refuge in order to not get lost. Ich nehme also Zuflucht, um nicht verloren zu gehen. And the reason I don't want to be lost is because I want to help all beings gain enlightenment. Und der Grund, warum ich nicht verloren gehen will, ist, weil ich allen Wesen zur Erleuchtung verhelfen will. So I commit myself to not forgetting sentient beings. Ich verpflichte mich also, die fühlenden Wesen nicht zu vergessen. I think about animals. I think about the fish in the sea. Ich denke auch an Tiere, ich denke an Fische im See. I include them in my good wishes. Und ich schließe sie alle in meinen guten Wünschen ein. And the more I offer good wishes to all species, to all kinds of beings, Und je mehr ich gute Wünsche für alle Spezies, für alle Arten von Wesen anbiete, I find that they all have value. finde ich heraus, dass sie alle Wert tragen.
So valuing the presence or the immediate life quality of all the different kinds of sentient beings frees me from bias and prejudice. Und also die Gegenwärtigkeit und die verschiedensten Qualitäten in all den fühlenden Wesen zu wertzuschätzen, zu würdigen, befreit mich selber von Neigungen, von Eingenommenheit und Vorurteilen. With this, we can start to develop equanimity. Und damit können wir dann auch beginnen, Unparteilichkeit, Gleichmut zu entwickeln. Equanimity means we release ourselves from reactivity. Und Gleichmut oder Unparteilichkeit bedeutet, dass wir uns selbst aus der Reaktivität befreien. Usually if something good happens in our lives, we're laughing, ha ha ha. Für gewöhnlich, wenn irgendetwas Gutes in unserem Leben geschieht, dann freuen wir uns und lachen, ha ha ha. And if something bad happens, then we become despondent and we're crying, oh, oh, oh. Wenn etwas Schlechtes in unserem Leben passiert, dann sind wir niedergedrückt und weinen, hu, hu, hu. That is to say, we think happiness is better than suffering. Und das drückt aus, dass wir die Einstellung haben, dass Glück besser ist als Leiden. Both are empty of inherent existence. Aber beide sind leer von einer innewohnenden Existenz. That doesn't mean that we should say they are exactly the same. Das bedeutet nicht, dass wir sagen sollten, sie sind exakt das Gleiche. But no one's happy all the time and no one is sad all the time. Aber niemand ist die ganze Zeit über glücklich und niemand ist auch die ganze Zeit über traurig. These are events. Das sind Ereignisse. They arise due to causes and circumstances and they vanish due to causes and circumstances. Sie entstehen aufgrund von Ursachen und Bedingungen, Umständen und sie verschwinden auch aufgrund von Ursachen und Umständen. Seeing their unreliability, Und indem wir ihre Unzuverlässigkeit sehen, we don't put our weight or our search for meaning onto these transient events. verlagern wir nicht unser Gewicht oder unsere Suche nach Bedeutung auf diese unverlässlichen Ereignisse. We are here. What is this experience of being present? Wir sind hier. Was ist also die Erfahrung, gegenwärtig zu sein? Something continues, Das ist etwas Kontinuierliches. but it's not my sense of self. Aber es ist nicht dieses Empfinden eines Selbst. Because the self is the site of reactivity. Denn dieses Selbst ist der Ort, der Sitz der Reaktivität. But mindfulness and presence and awareness, they are a little different. Aber Geistesgegenwärtigkeit, Präsenz und Bewusstheit, die sind verschieden, anders. So when we take the Bodhisattva vow, Wenn wir also das Bodhisattva-Gelübde nehmen and we say, in this and all my future lives, I will work for the benefit of others. und dabei dann sagen, dass wir in diesem und auch in allen meinen künftigen Leben zum Wohle anderer wirken werden, We give ourselves a very different frame of reference. damit geben wir uns selbst ein sehr anderes Bezugssystem. Many, many, many beings, Es gibt sehr, sehr viele, viele Wesen all needing my help. und sie brauchen alle meine Hilfe. And therefore I will need many, many lives. Und deswegen werde ich viele, viele Leben brauchen. So this is something expansive. Das ist also etwas, was eine große Weite hat. If you really engage your mind like this, it's like blowing up a balloon for a party and blowing it so much it bursts.
Wenn du dich also darauf einlässt, dann ist es ein bisschen wie das Aufblasen eines Ballons für eine Party und dann platzt er. The ego is burst open. Und damit ist das Ego sozusagen in die Offenheit geplatzt. Some people say, oh, I couldn't take the Bodhisattva vow, I'm not ready. Manche Leute sagen, ich kann das Bodhisattva-Gelübde nicht nehmen, ich bin noch nicht bereit. But nobody is ready to take the Bodhisattva vow. Aber niemand ist dazu bereit oder reif, das Bodhisattva-Gelübde zu nehmen. It's not something that a rational person could promise to do. Es ist nicht etwas, was eine rational denkende Person jemals versprechen könnte zu tun. So there is a kind of paradoxical move. Wir haben hier also eine Art gewisse Paradoxie in Bewegung. Although I see myself as an ordinary person, Gleich ich mich selbst als eine gewöhnliche Person sehe, if I take the Bodhisattva vow, I truly am transformed into a Bodhisattva. wenn ich ein Bodhisattva-Gelübde nehme, dann bin ich wahrhaft transformiert in einen Bodhisattva. Sentient beings can't free all sentient beings. Aber fühlende Wesen können nicht fühlende Wesen befreien. It's difficult enough to keep your job going and to be nice to your family. Es ist schwierig genug, seinen Job am Laufen zu halten und nett zu der Familie zu sein. To think you're going to make your neighbors happy, that's quite something. Alleine zu glauben, dass man seine Nachbarn glücklich machen kann, das ist schon ziemlich was. Now you're going to make all the people you don't like happy. Und wie willst du denn alle Leute, die du nicht magst, glücklich machen? I don't know how. Ich weiß nicht wie. So this is exactly the point. The ego's self-referential positioning, I have to know, I have to be in charge, collapses in the face of this vast intention. Und das ist doch hier genau der Punkt, dass diese selbstbezogene Definition des Ego, ich weiß wie und ich bin hier gewissermaßen am Ruder, eben aufgrund einer solchen großen, umfassenden Intention kollabiert. Because in order to actually fulfill the Bodhisattva vow, to go from thinking about it to actually doing it, we have to engage in the practice. Denn um das Bodhisattva-Gelübde zu erfüllen, also sozusagen von dem darüber nachdenken oder Vorstellungen darüber zu entwickeln, hinüberzugehen zur tatsächlichen Ausübung, bedeutet nichts anderes, als dass wir uns in die Praxis engagieren müssen. So there are lots of details in the book about the different levels of Bodhisattva vow. In diesem Buch finden wir dann eine Menge verschiedene Erläuterungen über die verschiedenen Ebenen der Praxis des Bodhisattva-Gelübdes. And in order to do the practice, we have to understand something about emptiness. Und um die Praxis machen zu können, müssen wir etwas über die Leerheit auch verstehen. So again, we have a version of the Heart Sutra here, but embedded in an extended practice of honoring the word of the Buddha. Und so haben wir also auch wieder hier eine Version des Herzsutras, aber eingebettet in eine umfassendere Praxis, nämlich die Worte des Buddhas zu ehren. Devotion is really important for Dharma practice. Hingabe ist für die Dharma-Praxis wirklich wichtig. With devotion, we develop the capacity to give ourselves to the practice, to the Dharma, to the teaching situation. Mit Hingabe können wir uns wirklich uns selbst übergeben in den Dharma, in die Praxis und in die Lehrsituation.
it's a way of offering ourselves without holding back. Das ist eine Art und Weise, uns selbst anzubieten, ohne irgendetwas zurückzuhalten. When we honor the word of the Buddha, we become aware that although there are many films and television programs and books to read, none of these, if they are general productions, have very much to do with liberation. Wenn wir das Wort des Buddha ehren, dann wird uns auch bewusst, dass obgleich es sehr, sehr viele Filme und Fernsehproduktionen und Bücher gibt, die man anschauen oder lesen konnte, dass sie im Allgemeinen, wenn es sozusagen allgemeine Produkte sind, nicht wirklich viel anbieten im Sinne der Befreiung. Huge resources are put into entertainment. Es werden ungeheure Ressourcen in die Unterhaltung hineingesteckt. We have all the productions of Hollywood and the video games industry and so on. Wir haben die ganzen Hollywood-Produktionen, wir haben die Industrie, die Videospiele hervorbringt und so weiter. When we reflect on death and impermanence, Wenn wir über Tod und Vergänglichkeit reflektieren, we see that our present situation will not last for long. sehen wir, dass unsere gegenwärtige Situation nicht wirklich für lange Bestand haben wird. Today we can have our nice little room with our Dharma books and maybe a little shrine, and we imagine we're going to practice. Heute können wir unser kleines, nettes Zimmer haben mit unseren Dharma-Büchern. Vielleicht haben wir dort auch einen kleinen Schrein errichtet und wir stellen uns vor, dass wir praktizieren werden. But when we die, then the children say, oh, I don't know what Dad saw in these things. How can we get rid of them? Wenn wir aber sterben, dann sehen die Kinder das Zeug, was da übrig geblieben ist und sehen nicht so ganz, wozu das überhaupt Nutze sein kann. Wie kann ich das also loswerden? So in the text they say, if you really see that you're going to die, you should be like a person whose hair is on fire. Und so heißt es in den Texten, wenn du wirklich erkennst, dass du bald sterben wirst, dann solltest du wie jemand sein, dessen Haar in Flammen steht. No, so that is the very opposite of entertainment. Das ist genau das Gegenteil von Unterhaltung. That we have to shock ourselves out of the somnolence, the complacency of, oh, this is who I am, this is how my life is. Sodass wir uns da eigentlich herausschocken müssen aus unserer Schläfrigkeit und aus unserer Selbstzufriedenheit in der Einschätzung, dass wir wissen, wer wir sind und wie das Leben ist. So then we come on to the second half of the book, which is various texts dealing with being born in Dewachen. Und dann kommen wir zu der zweiten Hälfte des Buchs und das enthält, oder diese Hälfte enthält verschiedene Texte, die von der Frage handeln, was es heißt, in Dewachen wiedergeboren zu werden. Dewachen means a happy place. Dewachen bedeutet so etwas wie ein glücklicher Ort. In our lives, even if we have reasonably secure financial situation, there are still many problems which arise, which distract us from practice. In unserem Leben, selbst wenn unsere finanzielle Situation vernünftigermaßen sicher ist, gibt es viele andere Probleme, die uns auch von der Praxis ablenken. Difficulties arise very easily from climate change, from the invasion of countries by communists and so on. Schwierigkeiten können also sehr leicht aufkommen durch Klimaveränderungen, durch kommunistische Invasion in einem Land und so weiter. And even in our daily life, there are many factors which are saying worldly concerns are important and you need to function well in society.
Und selbst in unserem ganz gewöhnlichen Alltagsleben gibt es viele Faktoren, die uns die Botschaft vermitteln, dass weltliche Belange sehr wichtig seien und dass du doch in dieser Gesellschaft ja auch ordentlich funktionieren musst. So, Dewachen arose from the vow that was made by a bodhisattva who later manifested as Buddha Amitabha. Dewachen als Dewachen stammt aus einem Gelübde heraus, das von einem Bodhisattva gegeben worden ist, der später zu Buddha Amitabha wurde. So it was traditional in these ancient times when some great person took the bodhisattva vow that they developed a very precise intention according to their own activities and structure. Es war üblich, dass ein großer Praktizierender, wenn der sozusagen Bodhisattva-Gelübde nahm, dass er auch eine sehr präzise Intention bezüglich seiner Ziele und der Struktur diese Ziele entwickelte. So this bodhisattva said, when I gain enlightenment, I will use all my accumulations of merit and wisdom to generate a pure land, a Buddha realm, where enlightenment is easy. Und dieser Bodhisattva sagte, also gab das Versprechen, dass wenn er Erleuchtung erlangt, er seine gesamten Ansammlung an Verdienst und Weisheit gebrauchen wird, um ein Buddhaland, einen reinen Bereich zu erschaffen, in welchem das Erlangen der Erleuchtung leicht geht, einfach ist. I will take many difficulties and burdens onto myself. Ich werde viele Schwierigkeiten und Belastungen auf mich nehmen, in order that future generations will be able to access an ideal place for practice and not face the same difficulties as I do. Damit künftige Generationen einen Platz erreichen können, in dem sie einfach praktizieren können und nicht die gleichen Schwierigkeiten erfahren müssen, wie ich sie gehabt habe. So this great vow allowed Buddha Amitabha to overcome so many difficulties on the path to enlightenment. Dieses große Gelübde erlaubte Buddha Amitabha, all diese unglaublichen großen Schwierigkeiten auf dem Weg zur Erleuchtung zu überwinden. Just as if we read the stories of the previous lives of Buddha Shakyamuni, we see him in many difficult situations, overcoming his own self-centeredness in order to be available for others. So wie wenn wir die verschiedenen Geschichten über die verschiedenen Leben des Buddha Shakyamuni lesen, in denen wir lesen, wie er sich in verschiedensten schwierigen Situationen befand, in denen er seine eigene Selbstbezogenheit, Selbstzentriertheit überwand und verfügbar für andere wurde. So, general idea is that Dewachen lies west of here. Die allgemeine Idee ist die, dass das Dewachen westlich von hier liegt. Beyond countless world systems. Jenseits von zahllosen Weltsystemen. It's in the western direction of the setting sun. Es ist also in der westlichen Richtung der niedergehenden Sonne. And Buddha Amitabha is red in color, so he looks like a little bit like the color of the setting sun. Und Buddha Amitabha selbst hat auch eine rote Farbe, sodass er etwa die Farbe der gerade untergehenden Sonne hat. This is linked with the western direction of the mandala, the purification of desire. Und verbunden ist das mit der westlichen Richtung im Mandala, in der die Reinigung der Begierde stattfindet.
And this tradition is very ancient, so it has been elaborated very much over the years by great scholars and practitioners. Das ist eine sehr alte Tradition, die natürlich dann auch durch die großen Gelehrten und Praktizierenden sehr ausgebaut und ausgeschmückt wurde. Generally, we say Buddha Amitabha is the Dharmakaya form or the enlightened form of the Buddha's mind. Allgemein wird gesagt, dass Buddha Amitabha die Dharmakaya-Form oder die Form des erleuchteten Geistes des Buddha ist. And from him manifest the Sambhogakaya forms of Chenrezi or Avalokiteshvara and Tara. Und aus ihm heraus manifestieren sich diese Sambhogakaya-Formen von Chenrezi oder Avalokiteshvara und auch Tara. And from Chenrezi, from his heart comes a letter Hri, which manifests as Padmasambhava, the Nirmanakaya form. Und aus Chenrezi, aus seinem Herzen, manifestiert sich das Schriftzeichen Hri. Und aus diesem Hri manifestiert sich dann Padmasambhava als die Nirmanakaya-Form. So this is the outer lineage of light. Das ist die äußere Linie des Lichts. Padmasambhava came into the world in a physical, in a form that looked like a physical form and was able to relate to many different people. Padmasambhava kam in diese Welt in einer physischen Form, oder man sollte besser sagen, in eine Form, die wie eine physische Form ausgesehen hat und die ihn dann fähig machte, mit vielen verschiedenen Leuten in der Welt Verbindung aufzunehmen. So in the tantric system, the purification of desire is the wisdom of true discernment. Im tantrischen System ist die Reinigung der Begierde die Entwicklung der Weisheit wahrhafter Unterscheidungsfähigkeit. Which means seeing each thing precisely as it is. Und das bedeutet, jedes Ding präzise so wie es ist zu sehen. That is to say, it's an invitation to bring your attention through your senses into the moment-by-moment precision of whatever is occurring. Das ist anders gesprochen die Einladung, durch deine Sinne gewissermaßen präzise Augenblick für Augenblick den Erscheinungen, wie sie erstehen, Aufmerksamkeit zu schenken. It can be quite shocking to realize quite how dull we are. Es kann ziemlich schockierend sein, sich dessen bewusst zu werden, wie stumpfsinnig wir eigentlich sind. You can go out of your house and walk to the shops without really noticing very much. Du kannst aus deinem Haus treten und einkaufen gehen, ohne wirklich viel wahrzunehmen oder zur Kenntnis zu nehmen. You know what's there. Wir wissen ja eh schon, was da ist. Nothing to be surprised about. Da gibt es nichts, um überrascht zu werden. And so this dull complacency hides the freshness of the emergent moment. Und so ist diese stumpfsinnige Eitelkeit oder Selbstzufriedenheit das, was die Frische des jeden Moments verdeckt. So when we read these various prayers and visualizations of the pure land of Amitabha, Wenn wir also diese verschiedenen Gebete und Visualisierungen über das reine Land von Amitabha lesen, there is a lot of detail about what we see. gibt es eine Menge Details darin, was wir sehen. And this seeing is very important. Und dieses Sehen ist sehr wichtig, Because Amitabha means limitless light. denn Amitabha bedeutet nichts anderes als grenzenloses Licht. So when you are born in this pure land, you are born in a lotus.
Wenn du in diesem reinen Land geboren wirst, wirst du in einem Lotus geboren. And if you have full faith, the lotus immediately opens. Und wenn du vollen Glauben hast, dann öffnet sich die Lotusblüte sofort. But if you have had some doubts, the lotus bud will stay closed. Wenn du aber Zweifel hast, wird die Lotusblüte verschlossen bleiben. And you have to live inside this lotus flower for some time until you gain the purification of hearing the beautiful sounds. Du musst in dieser verschlossenen Lotusblüte für eine Weile leben, bis du die Reinigung erfahren hast, die durch die wundervollen Klänge über dich kommt. Again, we can see it is always about connectivity. Wir können also hier wieder erkennen, dass es immer um die Verbundenheit, die Konnektivität geht. Precise attention to detail without grasping, without judgment. Das ist eine präzise Beachtung der Details ohne Festhalten und ohne Urteil. So, if you're born in this pure land, every day you can receive teachings from Amitabha himself. Wenn du also in diesem reinen Land geboren wirst, kannst du jeden Tag von Amitabha selbst Unterweisung empfangen. And you can travel to other Buddha realms and see other Buddhas and receive teachings and then come home in the afternoon. Und dann kannst du in andere Buddha-Bereiche reisen und von anderen Buddhas Unterweisung empfangen und am Nachmittag wieder nach Hause kommen. Again, you might think, but this is some fantasy story. Wieder könnte es sein, dass du denkst, ach, das ist ja bloß eine Fantasiegeschichte. So we have to remember the basic teachings on emptiness. Wir müssen uns also an die grundlegenden Lehren über die Leerheit erinnern. Everything is like a dream, Alles ist wie ein Traum, like a rainbow, like a mirage. wie ein Regenbogen oder wie eine Fata Morgana. This is the truth of all phenomena. Und das ist die Wahrheit aller Phänomene. Dewachen is not real. Dewachen ist also nicht real. There's nothing real to be found. Da gibt es nichts Reales, was gefunden werden könnte. Real indicates some thing, and there is no thingness. Das Wort real verweist auf ein Ding, aber es gibt keine Dingheit darin. There is no inherent existence in any appearance. Es gibt keine innewohnende Existenz in irgendeiner Erscheinung. That's why if your eyes open and your heart opens and your mind opens when you go out of your house and you walk in the street, it is amazing. Und deswegen, wenn du deine Augen wirklich öffnest, wenn du dein Herz, dein Geist öffnest und dann aus deinem Haus trittst, dann ist es erstaunlich. This street is manifesting now. Diese Straße manifestiert sich jetzt, Where this means this. wo dies wirklich dies bedeutet. When this refers to, oh, we know what the street is called, we know where it is, we know some of the people who live in it. Wenn aber dies sich auf unser vermeintliches Wissen bezieht, zu sagen, ich weiß, wo die Straße ist, ich weiß, wie sie ist, ich weiß, dass da ein paar Leute, die ich kenne, wohnen. That this is the this of the graveyard. Dieses Dies ist ein Dies des Friedhofs, It's already dead. bereits tot. And because it's dead, it doesn't move. Und weil es tot ist, bewegt sich das auch nicht. That's why you can have the confidence to predict how it is. Deswegen kannst du auch das Selbstvertrauen haben, dass du vorhersagen kannst, wie es ist. But then you can see why your cat is much wiser than you. Dann kannst du erkennen, warum deine Katze viel weiser ist als du. The cat lives in a very fresh world. Die Katze lebt in einer sehr frischen Welt. It goes out the door, looking around, sniffing the air. Sie geht aus der Tür, schaut sich schnuppert die Luft.
It's not assuming that it knows what is there. Und sie nimmt nicht an, dass sie weiß, was da ist. It's looking. Sie schaut. Oh, this allows some possibility, some of the potential of the environment to be revealed. Und das gestattet einigen Möglichkeiten, einigen an Potenzial der Umgebung auch enthüllt zu werden. If the cat thought, I didn't catch the bird yesterday, what's the point of trying today? Wenn die Katze aber denken würde, gestern habe ich es nicht geschafft, den Vogel zu fangen, was soll es also heute es zu versuchen? Then it will just sleep its whole life away. Dann würde sie nur ihr ganzes Leben verschlafen. But the cat is hopeful. Aber die Katze hat Hoffnung. Today is a new day. Heute ist ein neuer Tag. Another chance for victory. Eine neue Chance für Sieg. So I have to watch what this little bird is doing. Also muss ich genau schauen, was dieser kleine Vogel tut. It's always doing something different. Es tut immer was anderes. So, but we, lucky in our heavy human body, don't look so much. Wir vermeintlich Glücklichen in unserem schweren menschlichen Körper, wir schauen nicht so viel. And of course, as we have touched on many occasions, what we see is always light. Natürlich, wie wir das schon viele Male besprochen haben, ist, was wir sehen, immer Licht. We imagine people, houses, motor cars. Wir stellen uns dann Leute, Häuser und Autos vor. Light is ceaselessly patterning in dappling colors. Aber das Licht ist einfach ständig am Musterbilden in verschiedensten eindrucksvollen Farben. So Amitabha Limitless Light is his name is pointing to the fact that we are in a realm of light. Amitabhas Name, grenzenloses Licht, verweist also auf die Tatsache, dass wir uns im Bereich des Lichts befinden. And if you don't reify it, if you don't solidify it with your concepts, Und wenn wir das nicht verdinglichen, wenn wir das nicht durch unsere eigenen Konzepte verfestigen, then you find, oh, this is very fresh. dann finden wir heraus, dass das eine sehr frische Sache ist. It's arising and vanishing, arising and vanishing. Das kommt auf und verschwindet, kommt auf und verschwindet. So what would I grasp? Was will ich da also festhalten? In the realm of light, there is nothing to grasp. In dem Bereich des Lichts gibt es da nichts, was festgehalten werden könnte. There is everything to appreciate. Aber es ist alles da, um gewürdigt zu werden. The ceaseless display of sound and light and smell, all of which is described in detail for Dewachen. Diese unaufhörliche Schau von Klang und Licht und Formen, all das, was eben auch in der Beschreibung von Dewachen enthalten ist. By the unimpeded flow of sounds, smells, and so on coming in through the senses, and by the availability of attention flowing out through the senses, we start to feel the unimpeded movement of the non-dual world. Durch einen ungehinderten Fluss von Klang und anderen Sinneseindrücken und den unaufhörlichen Hinausfluss unserer Wahrnehmung dieser Dinge beginnen wir die Erfahrung der Nicht-Dualität zu machen. So maybe you can start to see the logic of being born in a realm of light. Vielleicht kannst du die Logik des Geborenseins im Bereich des Lichts erkennen, where people are attentive to light as light. Wo Leute Licht eben als Licht beachten. This is a wonderful encouragement to be as light in the realm of light. Und das ist eine wundervolle Ermutigung,
als Licht in dem Bereich von Licht zu sein. You can go to Dewachen in this life, in your own body. You can go there in dreams, you can go there in meditation. Du kannst ins Dewachen gehen in diesem Leben, in deinem eigenen Körper. Du kannst dahin in Träumen gehen. Du kannst in deine Meditation dahin gehen. When we see that everything is imagined. Wenn wir erkennen können, dass alles vorgestellt ist. Imagination is the energy of manifestation. Dann ist die Vorstellung die Energie der Manifestation. What we call imagination is a quality of light. Was wir Vorstellung nennen, ist eine Qualität des Lichts. The light can be simply illuminating. Das Licht kann einfach beleuchtend sein. Concepts also are not very different from light. They arise and vanish and in themselves are ungraspable. Konzepte sind auch nicht sehr verschieden von Licht, denn sie entstehen und verschwinden und sind nicht wirklich greifbar. But when you look through concepts at light, it becomes opaque. Wenn du aber versuchst, durch Konzepte hindurch Licht anzuschauen, dann werden sie undurchsichtig. And then we have the solidification of our world. Und dann haben wir die Verfestigung unserer Welt. Where with the orientation of consumerist capitalism, many things become very important. Und darin werden mit der Orientierung des Konsumkapitalismus viele Dinge sehr wichtig. If we go back 100 years ago, many of the things that are so important now were not present then, and life went on. Wenn wir 100 Jahre zurückgehen, dann waren viele der Dinge, die wir für so wichtig heute halten, überhaupt nicht vorhanden, aber das Leben ging trotzdem weiter. So if you have a mobile phone, wenn du also ein Mobiltelefon hast, you can walk down the street talking to someone who is not there. Kannst du die Straße entlang laufen und mit jemandem sprechen, der nicht da ist. This is amazing. Erstaunlich. But now people are less and less amazed by it. It becomes ordinary life. Aber heute sind Leute immer weniger davon erstaunt. Es wird einfach eine gewöhnliche Tatsache des Lebens. So there's a kind of sleepiness or dullness or assumption which again covers over the amazing thing of speaking into a piece of plastic. Und da ist also eine Art Stumpfsinn oder eine Vergewöhnlichung dieser Situation, die verdeckt, wie erstaunlich das ist, dass man da einfach mit seinem Stück Plastik reden kann. So Dewachen, the pure land of Amitabha, means the realm of fresh eyes. Dewachen, also der Bereich das reine Land des Amitabha, ist ein Bereich der frischen Augen. Perception unclouded by conceptual interpretation. Ein Bereich der Wahrnehmung, die nicht durch die Wolkendecke begrifflicher Interpretation verdeckt ist. So when we recite these prayers, we are opening ourselves up to an imaginal horizon. Wenn wir also diese Gebete rezitieren, dann öffnen wir uns gegenüber einem vorgestellten Horizont. We're getting to know our profound capacity for imagining. Dabei erfahren wir unsere tatsächliche Fähigkeit der Vorstellungskraft. Samsara and Nirvana are mental events. They are imagined dimensions. Samsara wie Nirvana sind mentale Ereignisse, sie sind vorgestellt. Wars begin when I imagine that you are my enemy. Kriege beginnen damit, dass ich mir vorstelle, dass du mein Feind bist.
And of course, I don't even know that I'm imagining that you are my enemy. I know that you are my enemy. Natürlich weiß ich überhaupt nichts davon, dass ich tatsächlich mir nur vorstelle, dass du mein Feind bist, denn ich bin mir sicher, dass ich das einfach weiß, dass du mein Feind bist. My thoughts tell me the truth. Meine Gedanken sprechen die Wahrheit zu mir. This is the 100% gold standard stupidity. Das ist die 100%ige Goldstandard-Idiotie. Because if I trust myself and I'm right, I don't need to listen to anyone. Denn wenn ich mir selbst vertraue und ich weiß, dass ich sowieso recht habe, brauche ich ja auch auf niemanden mehr zu hören. Kill the enemy. Du bist der Feind. It's obvious. Kill them. Ist doch absolut klar. Man muss dich töten. We see in many countries across the world, the annihilation of the opposition is seen to be something affirmative of the value of good citizens. Wir können das in vielen Ländern dieser Welt sehen, dass die Vernichtung der Opposition sozusagen die bestätigende Qualität guter Bürger ist. The president tells the truth. Der Präsident sagt die Wahrheit. Good people align themselves with the truth. They conform. Gute Leute richten sich an der Wahrheit aus. Sie entsprechen dieser Wahrheit. If people don't conform, this is a sign they are bad. Und wenn die Leute sich nicht anpassen, dann ist es ein Zeichen, dass es schlechte Leute sind. This kind of meaningless pseudo-logic is very powerful. Diese Art von bedeutungsloser Pseudologik ist sehr mächtig. This is an imagined interpretation of the world. Das ist eine vorgestellte Interpretation der Welt. This is imagination misunderstood as the true vehicle of how it is. Das ist die Vorstellung, die missverstanden wird als das Vehikel dafür, wie die Dinge sind. So, in order to appreciate Dewachen, we want to relax the judge that lives inside us, the one that's always evaluating and saying this is better than that. Um also Dewachen würdigen zu können, müssen wir erst einmal den Richter, der in uns residiert, entspannen, der immer schaut und bewertet und Urteile fällt, wie dieses ist besser als jenes. And just allow ourselves to imagine the felt sense of this environment. It's like going to the theater. Und stattdessen uns zu erlauben, eine gefühlte Empfindung für diese Art von Umgebung zu haben, so als würden wir vielleicht in ein Theater gehen. In the theater, we suspend disbelief. Im Theater heben wir für diese Zeit unseren Unglauben auf. You have to give yourself into the dynamic of the film or the play or the opera. Du musst dich selbst sozusagen der Dynamik des Films oder des Spiels, des Schauspiels oder der Oper übereignen. So Dewachen is like this. Und so ist auch Dewachen. It's a field, an expanse in which the movement of the imagination can bring forth a rich, almost tactile sensory experience. Es ist ein Feld oder ein Bereich, in dem die Bewegung der Vorstellungskraft eine fast greifbare, fast sinnfällige, sinnerfassbare Empfindung dieser Umgebung ermöglicht. And if you like, it's a kind of preparation for tantric practice. Und das ist, wenn man so sagen will, eine Art Vorbereitung auf tantrische Praxis. Because in Deche Mondam, we're imagining what it would be like to be there.
Denn in diesem Dewachen-Gebet stellen wir uns vor, wie es wäre, dort zu sein. But in Tantra, we're imagining the immediate actuality of what we visualize. Aber im Tantra stellen wir uns dann die völlige, unmittelbare Tatsächlichkeit dessen, was wir visualisieren. We're looking at Padmasambhava or Tara. We see them looking at us, smiling at us. We recite the mantra and we feel the immediate dynamic energy of connectivity. Wir schauen dort die unmittelbare Anwesenheit von Padmasambhava oder Tara an und wir empfinden, dass sie uns auch anschauen. Wir haben dort also diesen unmittelbaren dynamischen Austausch von Verbundenheit. And then we can dissolve that construction or that imagined potential back into its ground, which is emptiness. Und dann können wir diese Konstruktion oder diese Vorstellung wieder auflösen, zurück in ihren Grund, und das ist die Leerheit. All the Buddhist schools agree that the mind is the most important thing. Alle buddhistischen Schulen stimmen miteinander überein, dass der Geist das Wichtigste ist. It's not a thing, it's more like the medium through which life is expressing itself. Das ist nicht wie ein Ding, sondern das ist eher wie ein Medium, durch welches Leben seinen Ausdruck findet. I think this kind of Mahayana practice is very useful for all of us. Und ich denke, dass diese Art von Mahayana-Praxis für uns alle sehr nützlich ist. I translated most of these texts with Lama a long time ago. Ich habe die meisten dieser Texte gemeinsam mit Lama vor einer langen Zeit übersetzt. We did all these practices together in Shantiniketan in India. Wir haben diese Praktiken alle zusammen verrichtet in Shantiniketan in Indien. And it's very helpful not to become too narrow-minded in Dharma. Und es ist sehr, sehr hilfreich, sich zu bemühen, nicht zu engstirnig im Dharma zu werden. There are many Dharma paths. Es gibt viele Dharma-Pfade. And although our lives are short and we have many busy things to do, Und obgleich unser Leben kurz ist und wir viele Geschäftigkeiten zu verrichten haben, if you open yourself into these Mahayana pathways of devotion, you find that it's like an internal massage. It's softening you up. wenn du dich öffnen kannst zu diesen verschiedenen Mahayana-Pfaden der Entwicklung von Hingabe, dann kannst du finden, dass das wie eine innere Massage ist, die dich öffnet. We put our hands together and we pray, please may I be born there. This is where I need to be. Wir bringen unsere Handflächen zusammen und bitten oder beten, bitte lass mich dort wiedergeboren sein. Das ist der Ort, an dem ich sein muss. And when we die and the mind separates from its home in the body, the elements dissolve and you cannot go back into what you know. Und wenn wir sterben, wenn der Geist sich von dem Körper trennt, von seiner Behausung trennt, wenn sich die Elemente anfangen aufzulösen und wir gewahr werden, dass wir nicht mehr in das zurückkehren können, was wir kennen, Then the winds of karma easily carry us in all kinds of directions. dann können die Winde des Karma uns mit Leichtigkeit in alle möglichen Richtungen forttragen. So the simplicity of devotion and genuine faith helps to give us a simple pathway into rebirth in a pure land. Aber die Einfachheit der Hingabe und des Glaubens gibt uns einen klaren Weg, in einem reinen Land wiedergeboren zu werden. If I go back to Scotland, to where I was born,
Wenn ich nach Schottland gehe, wo ich geboren wurde, people who I don't know are living in my house. dort leben Leute, die ich nicht kenne, in meinem Haus. If I try to go into my school, they say, hey, why are you coming into school? Are you a pedophile? Wenn ich versuchen würde, die Schule aufzusuchen, in der ich war, würden die Leute mich anhalten und fragen, warum kommst du hier rein? Bist du vielleicht pädophil? You don't belong here. Du gehörst hier nicht her. My past exists nowhere except in my mind. Meine Vergangenheit existiert nirgendwo außer in meinem Geist. My Scotland doesn't exist out there. Mein Schottland existiert nicht da draußen. When we look at our own life, the past is gone. Wenn wir unser eigenes Leben anschauen, ist das Leben vergangen. Die Vergangenheit ist weg. The future we don't know. Und die Zukunft kennen wir nicht. Politics is changing very rapidly now, economic situation changing very rapidly. Die Politik verändert sich im Moment sehr schnell und auch die ökonomische, die wirtschaftliche Lage verändert sich sehr schnell. In the midst of this, faith in the Buddha, faith in the Pure Land is very gentle and supportive for the heart. Inmitten davon ist der Glaube an das reine Land, der Glaube an den Buddha etwas, was eine sehr sanfte Unterstützung für das Herz darstellt. My sad sense is that we are entering into times of ever increasing anxiety. Das traurige Gefühl, das ich im Moment habe, ist, dass wir in eine schwierige Zeit stets zunehmender Furcht eintreten. There are many signs of increasing agitation in climate change with floods and fires, and this will affect food supplies and so on. Es gibt viele Zeichen einer zunehmenden Aufregung über die folgende Klimaveränderung, die wiederum Auswirkungen auf die Versorgung mit Nahrung und mit allen möglichen Dingen haben wird. So it's vital to have simple practices to help settle us in ourselves. Daher ist es vital wichtig, einfache Praktiken zur Verfügung zu haben, die uns helfen, uns in uns selbst zu stabilisieren. And there is no contradiction between Mahayana Buddhism and Dzogchen. Und es gibt da keinen Widerspruch zwischen Mahayana Buddhismus und Dzogchen. Both are concerned with the infinite depth of primordial purity or emptiness and the infinite display of phenomena or compassion. Beide befassen sich mit der unendlichen Tiefe der ursprünglichen Reinheit, und das ist ja Leerheit, und der unglaublichen, unendlichen Weite der Schau der Phänomene, was nichts anderes ist als das Mitgefühl. So, if you're interested, you can order this book. It's by Lama and James Lowe. Wenn du also interessiert bist, kannst du das Buch bestellen. Das ist von Lama und James Lowe. Probably most people have to buy it through Amazon. Wahrscheinlich werden die meisten Leute es über Amazon kaufen müssen. Distribution of books is quite difficult at Die, this time. Der Vertrieb von Büchern ist heute sehr schwierig geworden. And it's unfortunately expensive. Unglücklicherweise ist das Buch auch teuer. Because distributors can fix their own price for the book. Denn die Vertriebe können ihren eigenen Preis sozusagen festlegen für das Buch. But when you consider that these texts have been recited by millions of Tibetans for many, many years with great devotion, including the great meditation masters, I think you will find some real value in the book.
Wenn du aber bedenkst, dass diese Texte für sehr, sehr lange Zeit von Millionen von Tibetern rezitiert worden sind, die darin einen großen Wert fanden und auch von großen Meistern der Meditation dort rezitiert wurden, denke ich, wirst du selbst auch darin einen großen Wert finden. Okay, so we come to the end for our time today. Wir kommen jetzt also ans Ende unserer Zeit zusammen heute. And we have a weekend at the beginning of December, looking at the Dzogchen text, which is in the Finding Freedom book. Und am Anfang Dezember haben wir ein Wochenende zusammen, wo wir einen Dzogchen-Text anschauen werden, der sich in dem Buch Finding Freedom befindet. And if you come to that teaching, you will see that this Dzogchen instruction is not very different from what we find in Longing for Limitless Light. Und wenn du diese Unterweisung besuchen solltest, wirst du finden, dass die Dzogchen-Unterweisung gar nicht so viel anders ist als die Unterweisung, die du in dem Buch Verlangen nach grenzenlosem Licht finden wirst. So we say thank you to our lovely translators this evening who've made it possible for many people to connect, and I wish you a very good evening. Danke an alle Übersetzer, die es ermöglicht haben, uns alle mit vielen zu verbinden, und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Bye bye. Bye, James. Thank you. Bye bye. Bye. Bye, bye. Bye. Gracias. Bye, James. Bye bye. Thank you, James. Bye, James. Bye bye. Bye. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Goodbye. Bye.